Wir gehen mal jetzt in dieses Video von dem David Lee rein, wo er seine Garage zeigt. Ja. Und dann bin ich mal zu deiner Meinung gespannt. Wir sehen hier schon einige Autos, die lange nicht mehr gebaut werden. Let's go. I'm the CEO and president of Hingwali Group and Hingwali Jewelers. I'm known by many for having retail shops that sell watches and jewelry because we're an authorized dealer for many brands, including Rolex and a lot of the good brands that people like. I'm also known for my Ferrari collecting. So from Instagram, Ferrari collector _ David Lee. I'm on there to show a lot of my cars and sometimes watches, giving a glimpse to people that normally would not have the chance to see that. What I wanted to do is, with my YouTube channel, to really come back, to relaunch it, to show everybody more details, maybe things that normally you could not see from YouTube, and maybe from an owner's perspective. Overall nostalgic feeling of how it is to drive and own these cars, to be able to explain it in that way, along with sometimes watches too, because I collect watches as well. I think it'll be fun. So let me first kind of. Wenn man das so sieht, ist schon eindrucksvoll, ne, so von der Garage. Aber ist es das Krasseste, was du schon gesehen hast? Also es ist natürlich krass, weil da einfach von den Autos, ich meine, was soll da krasser kommen? Also es ist F40, F50 zu 88 GTO, die alten Autos und aktuelle wie TDF und so weiter. Der hat ja im Grunde genommen ist man geflasht von den Autos, die da sind. Aber ich hab Kunden, bei denen es auch so aussieht. Die das aber nie so zeigen würden. In Deutschland, ne, ist das so? Ja, der Deutsche ist da, glaube ich. Also ich muss auch dazu sagen, ich habe keinen Kunden, der Instagram so betreibt, dass man da irgendwas sehen würde. Also viele haben Instagram und gucken, aber die geben von sich nichts preis und muss dazu sagen, also die Kunden, die ich habe, ich wüsste jetzt gar keinen Kunden, den ich habe, der irgendwas von seinen Autos postet. Da sind die alle zu verschieden, weil die alle noch arbeiten, die haben alle Unternehmen und haben auch immer Angst irgendwie, dass das negativ gesehen wird. Das ist das Leid der Deutschen. Er sagt sogar, wer er ist, was er macht und so weiter. Ja, er ist Juwelier, wie du. Wie ich? Ja, genau. Also ich zeige auch das alles. Das ist deine Garage. Nein, das ist nicht meine Garage. Aber da sieht es ähnlich aus. Nein, ich habe nur die zwei Autos oder die, also sonst war es das. This is my 1964 250 Lusso competition. A lot of history with this car. It's been raced at. It's been in the crash a couple of times. It's gone through hands of important collectors as well as former racers. Das ist halt krass, wenn er das ja so sagt. Das ist halt ganz anders bei modernen Autos. Ne? Bei alten Autos ist das egal. Da ist die Geschichte. Die fährt ja keiner mehr. Das ist die Geschichte. Das hier fährt keiner? Ja, der fährt in so ein Auto. Vielleicht fährt er damit irgendeinen Konkurs, aber der fährt damit ja eigentlich nicht mehr. Ach so. Und das ist so, ja, der hat Rennen erlebt und Crashes, was er sagt und so. Ne? Also bei dem aktuellen Auto oder beim TDF, der da direkt da links daneben steht, ne? Der würde nie sagen, ja, total, der hat voll viel erlebt und der hat Crashes gehabt und so weiter. Dann wäre der gar nichts mehr wert. Bei dem ist es ganz anders. Bei dem ist es ja, der hat Geschichte, der hat was erlebt, der hat Crashes erlebt und dann ist das gleich wieder mehr wert. Also, okay. A lot of famous cars that you might have known of that was using this engine, 250 GTO, right, the most expensive car sold, the 250 short wheelbase, the 250 California that everybody saw on Ferris Bueller's Day Off. So a lot of famous cars from the 250 series, and the 60s were Ferrari's golden years, I would say. And we're going to go into more details about that, but this is a 64. Here we have... Ist das teuer? Ja, definitiv, aber ich bin auch ganz ehrlich, also bei diesen Autos aus den 60er Jahren, da bin ich raus, weil das ist so ein Auto, ist dann 10 Millionen oder 12 Millionen oder 15 Millionen wert, aber... Da steht kein Preisschild dran, ne? Nee, wenn der jetzt sagt, kostet 10, dann... Wahrscheinlich gibt es das Auto auch nur, weiß ich was, 5-mal oder so. Also das ist... Krass. Aber der kennt sich halt, das ist halt immer so das Spannende. Der Typ hat dieses Auto, der hat ja, weiß ich was, vielleicht 30, 40, 50 Autos und der kennt die Geschichte, der weiß alles über das Auto, der kennt sich total, also der das kennt ist sich dasselbe besser Problem, aus, das ist genau wie in den Vintage-Uhren. Ne? Ja, ja, also, das ist... Dem brauche ich brauche dem gar nichts über das Auto erzählen, weil ich weiß definitiv, ich weiß, wo du einsteigst bei dem Auto. Das ist auch gut, ich weiß, wo du einsteigst. A 1967 275 Das ist aber ein kleines Auto. Das sind ja alles 12 Zylinder. 4-cam. Now, 275, again, the horsepower being 275, V12 front engine,
it's a whole group of models in the 275. Here I have the 4Cam, which is considered one of the best road cars in Ferrari, classic cars. So I'm glad to have only one. It's certainly for this one, it's a Best of Show winner and a platinum 100-point platinum car winner. This channel cool, so alles erzählt. Ja. Bei mir ist es so, wenn jemand mit Vintage-Uhren ankommt und erzählt mir dann so, ja, und ich habe hier noch und der Besitzer war mal Taucher und hat dann so und dann sagst du, ja, okay, gut, also das macht die Uhr auch nicht teurer, ne? The next one here, 1967 330 GTS. Again, more power now, right? 330, and of course, as every model that as they move on to the engineering and the performance gets better. Okay, here is a super rare platinum 100-point car as well. 99 were made in the production and at the time. Obviously, waren damals so geringe Stückzahlen, 99 Stück? Ja gut, aber ich meine, das ist ja so 50er, 60er, also das ist jetzt 60er Jahre, aber das ist ja Ferrari von 1947, also das ist ja wirklich nur eine ganz kleine Bude gewesen. Also das muss man einfach so sehen. Und die Autos waren auch damals schon richtig teuer, wie heute. Ich meine, da war Geld, ich sag mal 100.000 war da ja auch das war viel mehr als heute 100.000 und die Leute hatten nicht, ich sag mal, Millionär war ja früher auch viel mehr eine krasse Sache. Als heutzutage. Also das ist schon noch was anderes. Ja. I'm now surviving good quality, platinum quality is very rare. There's just a handful of these super good quality platinum level 330 GTS. So I have one here with that. We're going to talk more about it as you follow the channel and subscribe. Now here we have a 73 246 GTS, a Genau, a car that at the time in the 70s Ferrari wanted to compete against other car companies, so they went ahead and made a more mass production, lower engine power, V6 instead of the V12s that were done in Ferraris. Rebadged the Genau, which is Enzo's son, and went ahead and launched it. It was still done in the Ferrari factory, designed by Pininfarina and everything. Really quite a beautiful car, a lot of love for it, a big cult following for this car. This one, my baby, the Genau that I modified. I call it the Monza 3.6 Evo. Sieht noch mal it's really a car aus. that the Genau. 70s Ferrari wasn't very strong, and the cars they had in the 60s were very strong, and 80s. Finde ich jetzt eher schwierig. Hier, das hier meinst du, ne? Ja, das finde ich jetzt schwierig. Also die Dinos, also grundsätzlich diese alten Autos sollten eigentlich so original sein. Bei einem Rennwagen, da hinten, wenn das ist das halt alles original. Das hat Ferrari halt so gemacht. Aber bei so einem Auto, so ein Auto zu modifizieren, weiß ich nicht. Also ich finde so diese Modifizierung, denke ich mir immer. Findest du super? Nee. Findest du klasse? Nee, ja, finde ich schwierig. Ja, weil ich finde, der Hersteller hat sich doch Gedanken dazu gemacht, weißt du? Also das ist irgendwie so. The presents were very short. 70 was kind of a dark period, but they did make this Genau. Wenn Folie draufkommt, Garantie weg? Nee. And it was a beautiful design. Again, Pininfarina designed it, but it was just the engine could be more powerful. So here I modified this car, put a 40 engine in there, had 400 horsepower, used Brembo brakes, Koni suspension, all the insides what you don't see, improved to Ferrari parts or Ferrari OEM parts that you would have bought in the 70s to have created a car that they could have created. And I think I created this, and it's only one of its kind. It's quite world-renowned, was praised from many car magazine and medias and experts. So I'm very proud of that I was able to create. Ist auch gut, ne? Ja, ist gut. Aschenbecher voll Garantie weg. So far we've seen 60s and then 70s and so on. Let me bring you to my 80s car. Kommen wir in die This will 80er be Jahre. important for you to see that why I guess people like what I do in my collection, because I collect from Guck mal, da sieht man das 60s all the Kabel. way to the present. I am, because I have the opportunity to be able to collect them,
all the important cars from the 60s to the present, I really can appreciate and see the difference of how it's evolved from the 60s all the way to the present. And that just gives me an extra knowledge that maybe other people may not have. And that's I guess what the difference is. Here is a 1985 288 GTO. It's what Ferrari considers the first supercar. So among the cars that I produced at the time, this car would be, the performance would be extra over the top for the time that it was produced. And it looks, for a lot of people, it looks like a 308 or 328, the Magnum PI car, but it is very special. It is very different. It's on steroids. It's got a V8 twin turbo. It's one of my favorite cars because in high school, when I was looking at the Road and Track magazine, this caught my eye. It was the first Ferrari that caught my eye, the one that I really wanted. Fell in love with it, fell in love with the design because it is very beautiful. Never thought I could afford it and own one. So the fact that I could own one is, gives me an extra pleasure or a feeling of accomplishment, right? So to have that. Here we have the next one. The F40, which represents the 40-year anniversary Ferrari. It's also the last car that Enzo Ferrari himself worked on, and he wanted to. And he was a big fan of racing. That was his whole life. He wanted. Ist auch ein krasses Auto, aber ohne Assistenzsysteme ist echt Selbstmord. Brutal zu fahren. Also da musst du echt Auto fahren können. Ja. Wenn da der Turbo eintritt, wenn der greift, das ist einfach brutal. Also das ist, ganz ehrlich, das ist nichts für Warmduscher. Ah, echt? Okay. Das ist brutal. 90% of Ferrari company to support his racing. That's how much he believed in it and loved it. But he thought production cars, road cars were, not to his standard. And so ultimately, obviously, if you could make a race car on the road, that would be the best. And so he really built with his, toward the end of his life, he pushed through and built this F40, which is really a race car for the road. It was the first car to go 200 miles per hour, a road car. And performance-wise, and it broke all records. And it's still the most iconic car that Ferrari is known for. And a lot of people that are a little older, still even younger, love. So the F40 is so iconic. Glad to have that. It represents 40 years. The F50, representing the 50-year anniversary. The first time they took Auch schon ganz the anders whole aus. car, Mega the cool, chassis, dass der F50 eigentlich, also F40 fing dann immer so als Ikone an und war so das Auto, und dann F50 war aber nicht so extrem beliebt und war auch preislich immer so, ja, eigentlich noch vor 5-6 Jahren gab es die Autos für 500.000-600.000. Jetzt in den letzten 12 Monaten ist dieses Auto in der Entwicklung so explodiert. Der ist von, ich weiß noch einen, der verkauft hat, der wollte immer irgendwie 1,7 Millionen und hat dann irgendwann auch einen Käufer gefunden, und dann gab es auch 1,7. Heute gibt es, glaube ich, kein Auto mehr unter 2 Millionen. Gut, der F50 unter 2 Millionen, glaube ich, ist schwierig. Also ist schon krass. Das Auto hat mega performt. Ja. see the carbon fiber weave when you look at the car, especially in the sun. They put an F1 engine, a V12 in the back for this production car, so the sound is incredible. And engineered this road car to be just really amazing. It was also a roadster, so among the supercars, being that the first was a 288 GTO, the second is a 40, the third is the F50, was the only one that had a open top so that you could hear the engine better and have the air go through your hair. So this is quite a great car. I love it. Now that so-called perfected it, everybody in the industry Von welchem Jahr ist der jetzt? Das full ist carbon fiber chassis, 2004, 5, 6, V12, sorry. Was kostet der jetzt? Naturally aspirated engine. Guter Enzo. Kostet zwischen Basically 2 analog. und There was 5 Millionen. barely Okay. no computer assist. No electric seats and windows. They give you aber air im conditioning, thank God. No radio. But Also in den letzten it's 6 such- Monaten it ist broke das auch records on alles, the oder vielleicht in den performance. letzten 12 The Monaten hat sich das auch wirklich entwickelt. Da kommt es auch ein bisschen F1 drauf an, in welcher Zustand with der Michael ist, welche Schumacher. Farbe der ist und so weiter. Also mal mitgekriegt, dass Schwarze immer ein bisschen höher gehandelt werden. Echt? Nee, wahrscheinlich gibt es weniger davon. Ist ja immer so, wenn es was weniger gibt, Dann ist klar Preis teurer. Ist es dann auf einmal Ja. teurer. Ja, ich finde Enzo super cool.
mega. Man steht davor oder man sieht ihn und man weiß, das muss ein Supercar sein. Und das ist, ich meine, das ist ich finde erst beim Enzo richtig krass. Beim F50 auch, mit der auch so eine krasse Optik. Und das finde ich beim 288 GTO zum Beispiel nicht. Da siehst du nicht auf den ersten Blick. Klar, der Fachmann weiß, es ist ein GTO, aber man sieht nicht sofort, boah, was ist das für ein Auto. Und hier beim Enzo mit den Flügeltüren. Da weiß direkt, was abgeht. Alter, was ist das? Ja. Safe. It was in F1, took that technology, brought it into this car. So it was just revolutionary and groundbreaking for the time. And so this car is amazing. And the Ford for the supercar. And so on the timing on the F40 was 1990, F50 was 1995, 2003 the Enzo, and we got 2015 the LaFerrari, Ferrari LaFerrari. This car as a contrast is so different than the 14, the Enzo. It's Aber der ist vielleicht hybrid. Hybrid. It's got the V12 engine that produces als Coupé, 800 horsepower. It's got the Hiker electric boost engine that adds another 150 horsepower. So together it's 950 horsepower. It's got computer assisted, makes anybody a better driver. Also da sehe ich jetzt einige Steckdosen, ja? Das stimmt, hier sehen wir einige Steckdosen. It's got all the bells and whistles and der technology. Der LaFerrari hat so ein, ich sag da immer Staubsauger zu, hat so einen riesen Apparat, weil der ja eine Hybridbatterie hat. Ah, okay. Ja. Comfortable and luxurious, everyday use, but yet on the track it's a monster. I love this car. So this is the fifth. Wird vielleicht die Leute auch interessieren. Also ich sag mal, was passiert, wenn er nicht am Strom ist, und dann geht eine Batterie kaputt. Also bei einem, ich sag mal, normalen Ferrari kostet das halt 500 Euro. Ja, wenn die Batterie leer ist, ist sie kaputt. Ne? Wie? Man kann die doch wieder, dann kommt ADAC und macht das Ding dran. Ja, aber wenn eine Batterie, ich sag mal, tiefenentladen ist, also einmal komplett alles raus, dann kriegst du die nie wieder auf 100%. Dann kriegst du die vielleicht auf 70%. Und dann ist sie nochmal tief und dann kriegst du vielleicht auf 50%. Also sie wird immer weniger und die Kapazität wird immer schlechter. Das heißt, du musst die irgendwann wechseln. Das heißt, die kostet bei einem normalen Auto irgendwo 500 Euro. Beim LaFerrari kostet die zwei Batterien, eine kleine Batterie und eine High-Voltage-Batterie. Die kleine liegt bei 10.000 Euro. Und wenn die große Batterie bei dem Auto fällig ist, dann kostet es 100.000. Also da hast du besser eine Steckdose in der Garage. 100 Mille. Ja. Was kostet denn bei meinem Auto? Ja, 500 Euro. Bei meinem Euro? Ja. Okay, super. 100.000 Euro ist es. Ja, ist absurd. Ich weiß, aber das ist ein LaFerrari, ist eine High-Voltage-Batterie. Was willst du machen, ne? Was willst du machen immer? Man muss das Geld ja hin. Also, ja, das ist krass. Ja, da sind wir schon am Ende. Also es sind ja auch wirklich tolle Autos hier.